Ja, hier steht ja ein Ranger Wildtrak, aber nicht nur einer, sondern gleich zwei Stück. Da hinten steht quasi genau der gleiche. Und wie sollte es anders sein? Wir sind mal nicht in Duttweiler, sondern wir sind tatsächlich in Frankreich. Und hier ist der Christian Lang, hallo. Hallo Christian, wir sind in Südfrankreich. Jawohl, Marseille-Plage. Ja, es ist schön hier und da ist noch einer, die sehen fast aus wie Brüder, sind es aber nicht. Der andere ist nämlich viel hübscher, hast du gesagt. Nein, wir haben nur das Gleiche. Ich bin der Christian Ziska, auch ein Christian. Ja. Und hier kann man sich einfach nur wohlfühlen. Und das ist der Strand. Es geht normalerweise wann an den Strand? Wir gehen eigentlich nachmittags, so um 2 Uhr gehen wir an den Strand, weil wir morgens etwas länger schlafen und auch gemütlich frühstücken. Aber hier hat man die Möglichkeit, immer noch einen guten Platz zu bekommen. Ja, vorne sieht man es. Wir gehen mal kurz runter, dass man das mal sieht. Der Strand ist nur ein paar Meter weg. Ihr habt den strandnächsten Platz gewählt, ist das korrekt? Jawohl, direkt am Strand. Wir haben ganz kurze Wege und sind direkt hier im Sand und am schönen Meer. Ja, es ist echt schön hier, oder? Es ist herrlich, auch wenn man hier rundschaut. Man hat Platz zwischen den Leuten, auch gerade in der jetzigen Zeit. Es ist sehr, sehr angenehm. Du bist Neucamper, hast du mir erzählt. Das heißt, du hast vorher noch gar nicht gecampt? Nein, gecampt richtig noch nicht. Wir waren jahrelang auch schon auf dem Campingplatz, hatten uns aber immer so Mobilheime gemietet. Und letztes Jahr hatten wir uns dazu entschlossen, dann einen Wohnwagen uns zuzulegen, zu kaufen. Ja, ist wunderschön. Das heißt, auch mit kleinen Kindern macht das Spaß. Jetzt sind die Kids bei euch, die sind jetzt nicht so klein, oder? Nein, die sind nicht klein. Mein Sohn, der ist 11 Jahre. Wir haben auch noch einen kleinen Hund dabei. Und mein Freund Christian, seine Söhne sind etwas älter. Hat auch noch eine Tochter. Kein Hund, der Hund von ihm ist zu Hause. Okay. Aber wir kommen hier ganz gut zurecht mit den Kindern und gerade mit den kurzen Wegen ist es sehr, sehr schön. Thema Bier. Ihr hattet einen Vorrat an Carlsberg und Bitburger, denn der eine Christian trinkt Carlsberg, der andere Bitburger. Ja, der eine mit dem guten Geschmack, den anderen halt mit Bierdurst. Der Bierdurst kann aber auch gestillt werden. Ja, sehr schön. Hier vorne ist der Beach. Hier sieht man es ganz 7 bis 21 Uhr. Das heißt, ihr steht direkt, da ist der Strand. Ich zeige es mal gerade. Und da vorne ist tatsächlich euer Standplatz. Das heißt, ihr habt den nächsten Standplatz direkt. Ja, kann man so sagen. Also das sind wirklich nur 20, 25 Meter hier bis zum Strand. Und das war Zufall? Ja, mehr oder weniger. Also die Stellplätze haben wir uns schon übers Internet ausgesucht gehabt. Wir haben ja letztes Jahr im November schon gebucht. Da war ja auch Corona gar keine Frage. Das hat man damals noch nicht kannt. Bedenke war auch schon da gewesen, dass man unser Urlaub dieses Jahr gar nicht antreten konnte, wegen halt Covid-19-Probleme. Pandemie. So. Genau, hier vorne ist nämlich ein Schloss. Das zeige ich mal ganz kurz. Da kommt nämlich nicht jeder rein. Da kommen nur Leute rein, die den Code kennen. Aber ich habe so das Gefühl, dass ganz Frankreich kennt diesen Code, oder? Ja, so ungefähr. Der Code funktioniert aber nur von morgens um 7 bis abends um 21 Uhr. Danach wird dann halt stumm geschaltet. Das heißt also, es kommt keiner mehr rein, keiner mehr raus. Ist dann immer witzig, von unserem Logeplatz da vorne sieht man dann, wie verzweifelt die Leute versuchen, übers Tor drüber zu klettern. Bei manchen ist immer witzig anzusehen. Bei manchen funktioniert es, aber der überwiegende Teil, so was Mai-Alter ist, die gehen halt den weiteren Weg außenrum. Ja, jetzt ist ja ganz große Zeit von Corona. Ihr seid jetzt hier stellvertretend für 1 Million Saarländer, die sich vielleicht eventuell nicht getraut haben. Ihr habt es nicht bereut, oder? Wir haben es absolut nicht bereut. Ihr seht selber, was für ein tolles Wetter ihr habt. Nein, wir haben tolles Meer, Platz am Strand. Von daher kann man sagen, wir sind wunschlos glücklich. Camping, das heißt auch ein bisschen raus aus dem Alltag, oder? So ein bisschen. Raus aus dem Alltag, wir vergessen die Zeit, wir haben keine Uhr mehr an. Das ist sehr, sehr schön. Von der Aufstellung her, auch für die Familie und für die Kinder, gibt es nichts Schöneres. So, hier sind noch mehr Saarländer. Ich darf euch mal kurz zeigen. Nee, wir dürfen nicht filmen, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe das vorher... Genau, die gehen jetzt mal kurz an den Strand mit allem drum und dran. Aber man hört es direkt am Dialekt. Es sind viele Saarländer hier. Es sind viele Saarländer da, ja. Wenn man so über den Platz drüber schlendert und achtet mal auf die Kennzeichen, man sieht den einen oder anderen Saarländer, sieht man schon. Okay. Ja, deswegen haben wir jetzt 2 Stück stellvertretend mal geholt. Christian und Christian. Ist das Zufall, dass ihr beide Christian heißt oder habt ihr denselben Vater? Nee, unsere Eltern, denke ich mal, die haben sich nicht so abgesprochen. Ihr seid jetzt schon wie lange jetzt zusammen als Freunde? Seit du Jahrzehnte.
17. Seit du 17 bist. Wie alt bist du jetzt? 42. Oh. 42? Ja, Du siehst aber wesentlich jünger aus. Dankeschön. Dankeschön. Der Biervorrat, der hat nicht so lange gehalten, oder? Nein, nach 2 Tagen hatten wir müssen hier in den Supermarkt fahren und nachkaufen, weil der... Hattet aber nur einen Sixpack dabei, richtig? Nein, es waren schon etwas mehr. Aber ich nehme an, es lag an den Temperaturen, dass der Biervorrat aufgebraucht wurde. Ja, das war halt einfach, weil die Kinder und die Frau uns das Wasser und das Cola vorher weggetrunken haben. Also, da blieb nur noch Bier übrig. Richtig. Ist hier eine goldene Regel, ab wann man anfängt, mal ein Bier zu trinken? Um wie viel Uhr? Nee, die goldene Regel nicht. Es ist einfach so, man steht morgens gemütlich auf, trinkt 1, 2 Kaffee. So, ich dachte, man trinkt 1, 2 Bier. Nee. Zuerst kommt das Frühstück mit dem Kaffee und dann irgendwann denkt man, okay, jetzt könnte ich mal Bier trinken. Das ist dann meistens kurz nach Mittag. Ja, schön ist natürlich jetzt nicht in der prallen Sonne hier zu liegen. Wir haben jetzt 12 Uhr, hier ist High Noon, das heißt die Sonne steht ganz oben, da oben ist sie. Sondern ich sag mal auch mal hier an den Strand zu gehen um 4 Uhr, das ist auch ganz nett, oder? Das heißt, da ist alles schon ein bisschen kühler oder ab wann geht es hier an den Strand immer? Wir werden mittags so um 2 Uhr an den Strand gehen. Das ist eine gute Zeit, man bekommt immer noch einen Platz. Wann man vom Strand weggeht, das ist einem selbst überlassen. Das ist das Schöne am Campingurlaub. Man kann essen, wann man will. Man braucht sich nach keiner Zeit zu richten. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Ja, der Strand ist öffentlich. Es gibt Durchsagen, aber es gibt hier niemand, der aufpasst. Ab und zu geht hier mal so ein Guard vorbei, der guckt mal. Ja, es geht ein Guard vorbei. Sie patrouillieren schon auf dem Wasser und am Strand selbst. Es gibt auch eine Station, eine Rettungsstation mit Rettungsschwimmer, die teilweise... Die ist da vorne, gell? Da vorne, jawohl. Die passen auf und man hat ein sicheres Gefühl. Ist so. Ja, ist auch so, dass hier der Strand, der geht ultra lange rein. Das heißt also, selbst kleine Kinder, die können hier spielen, die können auch, ich sag mal, reingehen, ohne dass sie die Gefahr haben, dass sie irgendwie erstmal, man hat es gut in Kontrolle. Ja, was man nicht sieht, ist die Strömung vom Wasser. Die zieht doch schon an den Kindern. Man soll sie nicht aus den Augen lassen und das ist ganz wichtig. Ja, zurzeit ist Landwind, das heißt also, es geht wahrscheinlich raus dann. Gerade wenn man so Schwimmreifen dabei hat, kann das ruckzuck gehen, da ist er auf einmal 1 Kilometer weg, oder? Ja, das haben wir schon gemerkt. Da waren wir schon die Tage unterwegs, deswegen großer Schwimmreifen drauf, die Böen kommen und dann geht's raus. Hauptsache gut Guess. Wir gehen noch mal kurz zurück zu euch zum Wohnwagen. Wir zeigen nämlich mal gerade beide. Ihr habt entsprechende Bändchen an, sag mal. Das sind die Bändchen? Das sind die Bändchen. Da erkennt man, dass wir Biertrinker sind, Bitburger Trinker sind. Das ist hier Pflicht auf dem Platz mit diesem Band und das ist eigentlich gar nicht schlecht, da weiß man genau, wer wohin gehört, weil es sind 3 Campingplätze, die auch besucht werden können untereinander. Da ist das mit den Bändchen ganz wichtig. Ja, ihr habt zweimal die gleichen Zugfahrzeuge, das heißt, ihr seid wirklich gute Freunde, habt sogar dieselbe Farbe gewählt. Und das macht aber Sinn, natürlich bei so einem großen Gefährt wie ein Wohnwagen ein ordentliches Zugfahrzeug zu haben. Der wiegt einiges, oder? Der Ranger. Der Ranger, der wiegt einiges. Von daher macht das Fahren mit dem Wohnwagen, beziehungsweise im Gesamtkonzept mit Fahrräder, Wohnwagen. Man hat keine Gewichtsprobleme mit dem Wohnwagen, was man ziehen kann. Das ist sehr, sehr klasse mit so einem Fahrzeug. So, jetzt die Frau, die macht schon mal was, das zeige ich mal gerade. Denn wenn es nämlich warm ist, ihr habt eine eigene Eismaschine mitgebracht, dann gibt es nichts Besseres als selbstgemachte Zitronenlimonade. Wenn du dich noch mal ganz kurz vorstellst, dein Name? Ich bin die Sabine, hallo. Und der da? Das ist der Oskar. Das ist der Oskar. Ja, so heißt mein Sohn, das habt ihr eben schon festgestellt. Und die wird jetzt hier angemacht. Man trinkt relativ viel, aber das mit der Eismaschine, das habt ihr nicht bereut, oder? Absolut nicht. Die hat dieses Jahr das erste Mal Premiere bei uns beim Camping und wir werden sie nicht mehr zu Hause lassen. Ihr habt nämlich auch einen Eiskübelkühler oder wie sich das hier nennt. Eiskübel, oder? Eiskübel, genau. Ja, da ist auch noch ein bisschen was drin hier. Vom Vortag. Nee, das wird wohl von heute sein, weil die Maschine, die läuft hier 7,24 und Die läuft durch. Die macht auch. Ist das gut mit der Maschine? Das auf jeden Fall. Also. So, daneben ist direkt das Allerwichtigste, eine Kapselmaschine, aber nicht irgendeine, sondern der soll ja auch schmecken, der Kaffee. Nespresso. Ja, genau. Das ist eine Nespresso-Maschine, ist aber nicht meine, sondern Christians. Und ganz wichtig, ihr habt drinnen einen Kühlschrank, aber der macht nicht so richtig kalt. Ja? Das heißt, ihr habt zusätzlich noch einen Außenkühlschrank. Der funktioniert viel besser. Der hat nämlich wie zu Hause einen Kompressor. Also wir haben einen klassen Wohnwagen.
Im Wohnwagen, der Kühlschrank, der macht richtig kalt. Der macht richtig kalt. Der macht richtig kalt. Okay, dann nehme ich's zurück. Zusätzlich brauchen wir viel Platz. Wir müssen Bier kalt stellen. Auch wenn es kein Carlsberg oder Bitburger mehr ist. Genau, wenn ihr mal gerade so lieb seid, das mal öffnet, denn ich will da mal reingucken, ob da noch was drin ist. Könnte noch gefüllt sein, würde ich sagen. Ja, ein paar Flaschen Heineken. Ein paar Flaschen Heineken sind noch da ist Orangina ist dran. Die Melone darf nicht fehlen. Genau, für die Mädels für einen Cocktail oder die Kinder für zwischendurch. Die Kinder für zwischendurch. Lipton Eistee ist drin. Eistee haben wir drin auch. Und- Und dann sind ja noch ein paar Flaschen drin. Ja, da steht jetzt drauf 10 Grad. Ist das okay, 10 Grad? 10 Grad ist die aktuelle Temperatur. Das passt schon, aber ich denke, wenn es jetzt heute Mittag noch etwas wärmer wird, werden wir die Temperatur noch ein klein bisschen runterschrauben. Ja, Stechmücken, ganz lästiges Übel, aber ihr habt Zeugs dabei? Wir haben was gegen Stechmücken dabei. Die Mückenplage oder Stechmückenplage wird jetzt etwas weniger. Vor einer Woche war es noch ein bisschen heftiger mit den Stechmücken. Ich zeig das mal gerade hier. Ja, also da ist zum Beispiel des Campers liebster Freund. Das kennt man normalerweise nur von irgendwelchen Booten. Das sind solche Säcke, die einfach runtergelassen werden können. Das sind Schränke quasi. Und was auch nicht fehlen darf, ist der Grill. Denn geschwenkt wird zwar hier nicht, aber es wird ganz viel gegrillt, oder? Ja, ist eigentlich jeden Abend in Benutzung. Genau, wenn du mal so lieb bist, das mal hochhebst. Das Ding läuft eigentlich jeden Tag. Tag und Nacht. Ja, richtig. So, der wird dann abgedeckt. Hier vorne ist der Grill. Das Wichtigste ist ein Gasfestanschluss. Das heißt, ihr braucht keine extra Gasflasche, ihr könnt das anschließen. Genau, können wir. Hier der Christian, der hat das Gute, der kann das hier am Wohnwagen direkt anschließen. Bei mir ist es halt so, ich habe nebendran auch im Buchkasten steht die Flasche. Ich nehme sie immer raus. Ich habe aber einen langen Schlauch. Ich könnte auch den Schlauch direkt dann an die Gasflasche im Wohnwagen anschließen. So, das heißt, es wird natürlich auch getrocknet. Ihr habt eine Wäschespinne dabei, ihr habt ein Vorzelt, ihr habt euch der Sonne habhaft gemacht, indem ihr wirklich viel Sonnenschutz installiert habt. Und das Thema Vorzelt, ja, das heißt kehren ab und zu mal. Ab und zu kehren, das macht meine Frau. Sie kann Feuer mit dem Besen machen. Natürlich, das geht schon. Aber das gehört dazu zum Camping. Man schleppt Sand mit und Blätter fliegen rein und da muss ab und zu auch mal durchgekehrt werden. Ja, Frauen lieben Ordnung und das ist so ein ganz großes Thema, aufräumen, irgendwas rumliegen lassen. Männer lieben das nicht so. Die sagen, das ist doch gar nicht so schlimm. Wenn jetzt natürlich die Unterhose auf der Zahnbürste ist, nicht so schön, aber so läuft es bei euch nicht. Nein, absolut nicht. Man muss eins bedenken, das ist Leben auf kleinem Raum. Und zu dem Leben auf kleinem Raum ist etwas Ordnung ist schon an der Tagesordnung. Das gehört dazu. Das war eine Frage. Ich darf mal da reingucken bei euch? Nee, darf ich nicht? Nein. Warum? Das ist meine Wohnwagen. Privatsphäre, die gehört dazu. Und die soll auch so bewahrt werden. Glaube ich. Das heißt, ihr seid jetzt zu zweit in dem Wohnwagen dann? Wir sind zu dritt. Mein Sohn 11 Jahre, der Moritz und meine Frau. Aha. Und das klappt. So, ich frage jetzt nicht, was ich gern gefragt hätte, aber das heben wir uns auf fürs nächste Video. Ja, die Frauen selber, Camping, du machst das schon sehr lange jetzt, oder? Ich mache das schon von Kindesbein mit meinen Eltern, bin ich damit aufgewachsen. Es macht mir immer noch Spaß. Halt dieser Zeitdruck, der ist nicht mehr da. Man vergisst die Zeit, man kann machen, was man will, man kann essen, wann man will. Das ist mir schon sehr, sehr viel wert. So, ihr seid jetzt gute Freunde, ihr seht so ähnlich aus, sag mal, und er ist tatsächlich Neucamper. Mein Freund Christian ist Neucamper seit diesem Jahr. Er hat jetzt den zweiten Campingurlaub hinter sich gebracht. Mittendrin. Ich habe ihn kräftig unter die Arme gegriffen und er hat seine Einstandsprüfung mit Bravour bestanden. Ja, Das stimmt, das muss ich schon sagen. Auf jeden Fall immer noch danke. Ohne dich hätte ich das doch nicht so hingekriegt mit dem ersten Camperurlaub. Auf jeden Fall nicht. ja, es ist aber jetzt für mich die Frage, ihr kennt das schon so lange, ihr geht dauernd campen. War das nicht ein Thema für dich vorher? Ja, wir waren schon mit dem Urlaub. Wir hatten dann immer die Mobilheime gemietet. Klar, Mobilheime, Strandnähe, erste Reihe, super teuer. 2 Wochen das Ding bezahlt, da hat man noch die Hälfte gespart, wenn man 3 Wochen mit dem Wohnwagen hierher kommt. Na, das ist natürlich preislich gesehen was ganz anderes. Ja, der Hauptvorteil ist auch noch, die Wohnwagen, die verlieren kaum an Wert. Das heißt, man hat es mal angeschafft, kann es 10 Jahre nutzen, kriegt anschließend noch richtig Geld für, oder? Ja, so ist es. So ein Wohnwagen kostet sehr, sehr viel Geld, ist aber sehr wertstabil. Und wenn man das ganze Zeug pflegt, und dann bleibt es auch so. Ja, ihr habt einen Fendt, das ist ein deutsches Produktkämmer von Landmaschinen. Ist der gut, so ein Fendt? Ich habe vorher ein Wohnwagen-Hobby gehabt, war mit dem sehr zufrieden, aber der Fendt, den ich jetzt seit
2 Jahren habe. Das ist ein Prachtstück und bin sehr zufrieden mit dem. Nicht zu klein, nicht zu groß. Das muss jetzt kein Riesenauto sein. Das heißt, kleiner ist teilweise sogar erheblich angenehmer. Das heißt, man findet immer einen Stellplatz, kommt überall rein. Ja, das ist ein Wohnwagen, den ich gewählt habe, der von der Größe her ein Allrounder ist. Man muss heute auf den Campingplätzen muss man schon die Plätze schon aussuchen, wo man ihn auch unterbekommt. Das ist schon ein Thema, wo man drauf achten sollte. Ja, es ist relativ ruhig. Die Zeit von Corona hat es natürlich euch beschert. Der Platz ist leer. Wir sind mitten in der Urlaubszeit hier in Frankreich. Die Ferien haben gerade begonnen. Trotzdem ist einer der besten Plätze unbesetzt. Aber heute ist Samstag. Heute ist Samstag, genau, es ist noch ein normaler Anreisetag hier. Und wir gehen mal stark davon aus, dass heute im Laufe des Tages hier noch einige, und ich hoffe saarländische Leute anreisen. Genau, ich bin dann auch vorbeigefahren. Ihr habt mich direkt mal angesprochen und gesagt, oh, hi, ein Saarbrücker. Saarbrücker Nummer, geiles Wohnmobil, richtig. Genau so war's. Ja, ist aber so, ich kann leider kein Saarländisch. Ja. Das heißt, ihr habt direkt gesagt, ja, wir können untereinander auch Saarländisch schwätzen, aber ich kann es nicht. Die erste Frage war, ob er Bier dabei hat. Ob er Bier dabei hat. Und wir haben bis jetzt noch keins getrunken. Es kommt. Ich habe gesagt, wir machen das Video und dann gibt es als Belohnung die nächsten 5 Jahre. Ja, dahin ist eine Frau. Ich zeige es noch mal ganz kurz. Ja, denn sie hat gerade das Wichtigste aufgebaut. Ich komme da einmal ganz kurz, weil die stand gerade eben so in der Ecke, die Shisha. Könnte meine sein. Ihr habt eine Shisha. Ist deine Frau? Frau, genau, könnte meine sein. Ja, ist meine. Das erste Mal Camping. Ist sie vollkommen begeistert? Ja, also wir sind echt im Moment total entspannt. Also wir ergänzen uns auch besser wie der Herr. Sehen wir, der Müll ist voll, setz mich aufs Fahrrad, fahren wir weg. Und, so, das ist zu Hause nicht so. Da. Nee, natürlich nicht. Dann steht das Geschirr da rum, da habe ich gerade eben zu ihr gesagt, komm, die 2 Eimer sind voll, mal gehen wir zusammen Geschirr spülen. Es war genau so, oder? Genau so war es. Okay, das heißt, die Frauen, die spülen gar nicht, die müssen hier nicht aufräumen, ihr macht Full Service hier, richtig? Nee, ich habe ja gesagt, das soll sich ein bisschen ergänzen. So, da vorne ist dein Auto. Ja, 2-mal Ranger. Das ist interessant. Das fällt natürlich auch auf der Autobahn, oder? Wenn ihr hintereinander fährt. Ja, ich denke, das ist schon ein schönes Bild, wenn 2 Ranger mit dem Wohnwagen hinten dran unterwegs sind. Ja. Er hat auch einen Fendt? Er hat auch einen Fendt, jawohl. So, da vorne sind die Fahrräder, ganz wichtig. Denn ohne Fahrräder läuft hier gar nichts. Aber es sollten nicht zu teure sein, sonst sind die weg. Ja, in Frankreich muss man da immer ein klein wenig aufpassen. Schloss sollte man auch dabei haben. Und man sollte sie nicht aus den Augen lassen, aber es ist ganz angenehm für abends mal in den Ort zu fahren, so ein Fahrrad dabei zu haben oder einen kleinen Einkauf zu tätigen. Das ist schon was Feines. So. Da hat sogar der Hund seinen Platz auf dem Fahrrad. Achso, der Hund hinten drauf. Ja, da kommt Oskar rein. Ja, Camping in Zeiten von Corona. Großes Thema ist ja Abstand halten. Ihr habt das hier nicht so festgestellt. Das heißt, die Leute hängen aufeinander rum. Es gibt keine Masken, so gut wie keine. Es ist was ganz anderes wie im Saarland. Maskenpflicht gibt es hier nicht. Animation und Bedienstete tragen eine Maske, aber die Campingfreunde rundum aus allen Ländern haben keine Masken an. Abstandsregeln gibt es im Großen und Ganzen eigentlich relativ wenig. Man ist auf sich alleine gestellt. Ja, im Supermarkt zum Beispiel fällt es extrem auf. Bei uns hat jeder Maske an, hier vielleicht maximale 10% von der Einkäufer haben Maske an. Man geht hier rüber zum Beispiel in den Ort drin, abends ein bisschen spazieren und ist Himmel und Menschen dann im Ort selber drin. Und ohne Maske? Ohne Maske natürlich. Okay, das heißt, die hängen aufeinander in der Bar mit allen drum und dran, so als gäbe es kein Corona, oder? Richtig, als wenn es Corona noch nie gegeben hat. Jetzt kommt gerade die Durchsage mit den Temperaturen. Die 17 et 18 Degrés, das heißt 17 bis 18 Grad hat das Wasser. Stimmt das? Richtig, das könnte hinhauen von der Wassertemperatur. Es ist noch relativ kalt, wir erwarten aber noch wärmere Temperaturen vom Wasser. So, wie der Saarländer sagt, es ist so warm, sag mal. So warm. So warm ist es. Aber höchstens, genau. Ja, großes Thema Bier. Ihr kommt klar mit dem heimischen Bier hier? Karlsberg oder nee, was habt ihr jetzt hier? Heineken? Wir trinken das Heineken, genau. Das ist ja kein französisches Bier. Ich bin kein Freund vom 1664 oder vom Kroneburg. Ja. Kann man ja verstehen, wenn ich Urpilztrinker bin. Dann passt doch eher das Heineken dazu. Ja, wir haben das eben schon mal kurz erläutert. Der eine Bitburger, der andere Urpilztrinker. 2-mal Christian aus Heusweiler, das liegt tatsächlich im Saarland. Camping nach Corona in Südfrankreich, das ist das große Thema. Mammut steht drauf. Ja, du bist wahrscheinlich Handwerker, oder?
Ich bin Handwerker, ich bin bei der BMW-Niederlassung in Saarbrücken tätig als Serviceberater, mache dort die Reparaturannahme. Und jetzt habe ich mal 3 Wochen Auszeit, ohne Termine und es ist ganz angenehm hier. Ja, und du bist in Heusweiler dafür zuständig, dass Ordnung und Recht herrscht, so ein kleines bisschen? Ja, so in etwa muss man sich das vorstellen. Okay, super. Ja, 2-mal. Das heißt aber jetzt auch was ganz anderes. 11 Uhr wird meistens aufgestanden oder ich sag mal so um 10 Uhr legt man sich nochmal hin. Das geht normalerweise nicht, oder? Normalerweise geht das nicht. Morgens schläft man ein bisschen länger und nimmt sich auch mittags mal noch eine Auszeit. Das muss im Camping einfach sein. Und dann kann man die Ruhe tanken. Das ist so. Ja, auch er ist normalerweise Frühaufsteher. 6 Uhr ist normal deine Zeit, vielleicht noch ein bisschen früher. Ja, genau. So gegen 6 stehe ich normal auf, wenn ich daheim bin. Ob ich jetzt frei habe, Urlaub habe. Gut, sonntags quäle ich mich dann vielleicht noch bis um 7, halb 8, aber spätestens dann ist für mich Tagesbeginn. Aber hier ist echt egal. Vollkommen egal. Vollkommen egal. Gut. Essen, was steht meistens auf dem Speiseplan? Ja, unterschiedlich. Vorgestern haben wir Paella gemacht, genau, mit ein bisschen. Selbst? Ja, natürlich. Doch, ich habe gelernt. Du bist auch Koch, oder? Nein, ich bin kein Koch. Aber mir macht Kochen viel Spaß. Und mit dem frischen Fisch. Ich zeig's mal gerade, er hat gerade auf die Trommel gehauen. Komm, nicht ins So groß ist er auch nicht. Stimmt. Ja, ihr habt aber ungefähr die gleiche Trommel. Wenn ich das so sehe, habt ihr wahrscheinlich den identischen Bierkonsum. Wir essen gemeinsam und trinken gemeinsam. Ja, ist schön. Also, Christian und Christian aus Heusweiler, die spülen, abwaschen, die ganze Arbeit machen, dass die Frauen sich zu 100% erholen können und die wirklich, also den Frauen jeden Wunsch von den Lippen ablesen, so ist es? So ist es, Allround-Talente. Ja, Allround-Talente. Und dann noch Bier kaufen gehen, sich um alles kümmern, das Klo wegbringen, ist das auch euer Thema? Ja, nur. Nur. Also das sind so die Arbeiten, wo man halt machen muss. Das ist einfach so. Die Kinder, die Frau, die benutzt es und mir dran's weg. Ja. Ihr seid nur noch da für... Egal. So, einen schönen Tag noch. Heute ich gucke mal auf die Uhr, 11. Juli 2020. Und ja, wir machen Schluss mit dem, was wir ganz am Anfang gezeigt haben. Ein Saarbrücker Kennzeichen in Südfrankreich im Jahr 2020.